Hallöchen, ihr Lieben! Heute gibt es den Klassiker, nämlich frittierte Donuts. Es hört sich immer so abturnermäßig an, wenn jemand sagt frittiert. Aber bei Donuts bin ich echt ein Fan vom Frittieren. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Abturner. Ist einfach so, wenn man denkt, oh, fettig und so. Aber die Leute gehen ja trotzdem draußen Donuts essen. Auf jeden Fall. Und das Komische ist, wenn ich zum Beispiel selber frittiere, dann wird mir bewusst, ja, okay, es ist frittiert. Aber wenn ich die draußen esse, dann merkt man das nicht. Dann merkt man es auch nicht. Deswegen verstehe ich das manchmal nicht. Ich auch nicht. Also haben wir das auch schon mal geklärt. Hier direkt hier im Statement, direkt rausgehauen. Also bitte gleich nicht sagen, es ist frittiert, es ist voller Fett. Genau. Ihr müsst das nicht machen. Genau, weil Donuts Aber in meinen Augen sollten auch frittiert sein. Es gibt natürlich vielleicht auch mit Sicherheit eine gesündere Variante. Wenn ihr möchtet, dann zeige ich euch die auch. Dann mache ich sie vielleicht mal im Backofen. Schreibt mir das einfach mal hier unten in die Kommentare. Aber heute gibt es die klassischen, wie bei Dunkin' Donuts. So, haben wir es. Und jetzt zeige ich euch hier direkt die Zutaten für den Donutteig. Das ist immer ein klassischer Hefeteig. Und da habe ich jetzt mein Mehl in meiner großen Glasschüssel der Küchenmaschine. Ihr könnt es auch mit den Händen kneten. Und was ich euch jetzt hier direkt an Tipps geben kann, ich lege direkt los. Ich habe hier ein bisschen Mehl, also 50 Gramm Mehl habe ich hier zur Seite gelegt. Das gebe ich noch nicht rein. Es kommt nämlich auf die Größe oder auf das Volumen der Eier an, wie viel Mehl hier im Endeffekt reinkommt. 500 Gramm sind hier schon in meiner Schüssel und wie gesagt 50 einmal an die Seite legen. Jetzt mache ich hier so eine kleine Mulde direkt in der Schüssel. Gib da die Milch rein, ganz wichtig, die muss lauwarm sein, die darf aber auch nicht über 40 Grad sein. 38 Grad wäre perfekt. Und dann einmal in die Mitte der Mulde reingeben. Und da bröseln wir die frische Hefe mit hinein. Ihr könnt auch Trockenhefe nehmen, schreibe ich euch alles in die Videobeschreibung. Und dann auch noch so ungefähr 2 Teelöffel Zucker als Nahrung für die Hefe. So, und jetzt zugedeckt 10 Minuten ruhen lassen. So, 10 Minuten später, da durfte jetzt die Hefe schön arbeiten und ich habe auch extra nur ein bisschen Zucker dazu gegeben. Im Rezept haben wir insgesamt ein bisschen mehr Zucker, aber wir wollen die Hefe ja nicht in Zucker ertränken quasi. Daher reichte das jetzt definitiv aus. Und jetzt gebe ich alle anderen Zutaten mit dazu und knete das heute mal in der Küchenmaschine mit dem Knethaken. Ihr könnt ja, wie ich gerade schon erwähnt habe, auch eure Hände benutzen. Mache ich auch ganz gerne bei Hefeteig. So, jetzt haben wir einmal Zucker. Bevor die Hefe Zuckerschock bekommt, ne? Ja, dann haben wir hier Butter, ganz wichtig, schmelzt sie und lasst sie auskühlen. Die darf nicht heiß sein. Gebe ich auch noch mit dazu. Jetzt kommen alle Zutaten, zeige ich euch jetzt nach und nach. Und wie gesagt, immer bei mir, immer in der Videobeschreibung, ganz easy. Dann habe ich hier 2 Eier. Die sollten auch auf Zimmertemperatur sein, also nicht ganz frisch aus dem Kühlschrank, das wäre ideal. So, jetzt werdet ihr euch wundern, Salz? Doch, Salz und diesmal auch viel, nicht nur eine Prise, wie ihr es sonst kennt von mir, sondern einen gestrichenen Teelöffel. Das zeige ich euch. Das ist ungefähr so viel, das sind 4 Gramm. Die kommen auch da rein. Ihr benutzt einfach ihr Cakeboard. Als Spiegel, mega praktisch, 2 in 1. Hast jetzt deine Haare? Ich habe heute einfach nur ein Bad Hair Day. Es ist so, wie es ist. Deswegen habe ich es mir jetzt zugebunden. Passt ja auch ganz gut. Und jetzt knete ich meinen Hefeteig per Hand weiter, weil dann könnt ihr entscheiden, wie viel Mehl da noch reingehört. Ich habe da jetzt gerade schon so ein bisschen Mehl reingegeben. Wichtig ist halt, dass der nicht mehr kleben darf und der muss so ein bisschen Widerstand noch haben. Der darf auch nicht zu fest sein, aber das zeige ich euch gleich am besten. So, jetzt habe ich den Teig 2 bis 3 Minuten lang weitergeknetet und der ist jetzt so perfekt. Also ihr drückt rein und der gibt so ein bisschen Widerstand und so muss er auch sein. Und es ist echt so, dass ihr manchmal 530 Gramm Mehl braucht, manchmal 550 Gramm. Ihr müsst da einfach selber schauen und nach Gefühl arbeiten. Und jetzt gebe ich hier ein bisschen Backtrendspray auf den Boden meiner Schüssel. Die braucht ihr auch nicht auswaschen. Wieso ich jetzt kein Mehl dazu gebe, es hat einfach folgenden Grund. Ich möchte nicht, dass der Teig unnötig austrocknet, weil gleich beim Ausrollen gebe ich auch nochmal Mehl dazu. Und deswegen möchte ich hier auch beim Aufgehen kein Mehl dazugeben und gebe jetzt gerne das Backtrendspray oben drauf noch, damit es nicht austrocknet. Und jetzt zugedeckt 45 Minuten lang ruhen lassen, bis sich der Teig verdoppelt.
So ihr Lieben, nach der Ruhezeit ist der Teig deutlich aufgegangen und ich nehme jetzt die saubere Arbeitsfläche, gebe da etwas Mehl drunter und gebe den Teig oben drauf. Diesmal nehme ich meine Ausrollstäbchen, die sind hier 10 cm dick und das mache ich bei diesem Rezept aus dem Grund, damit ich weiß, okay, die werden alle gleich groß, die sehen alle gleich aus, die brauchen auch gleich lang im Fett und deswegen habe ich sie eben so ausgerollt. Und jetzt nehmt ihr euch 2 runde Ausstecher oder zum Beispiel auch eine Tasse oder was auch immer ihr da habt, so ungefähr 8 bis 8,5 cm sollte dann euer Donut groß sein. Ihr könnt auch Mini-Donuts machen, das ist auch euch überlassen. Ich mache heute die klassischen. Und innen, das sind glaube ich so ungefähr 2,5 cm. Und ich steche jetzt einfach mal ein paar Donuts aus und lege sie dann auf die bemehlte Arbeitsfläche und bedecke sie dann direkt mit einem sauberen Küchentuch. Den ausgestochenen Donutteig jetzt nochmal 30 bis 45 Minuten lang abgedeckt gehen lassen. Wenn ihr 45 Minuten Zeit habt, dann nehmt euch die Zeit gerne, weil in der Zeit geht es nochmal auf und das bewirkt eben, dass sie so schön fluffig werden. Und anschließend einfach Frittierfett erhitzen. Entweder nehmt ihr euch einen tiefen Topf oder einen breiten Topf oder eine tiefe und breite Pfanne. So habe ich das heute gemacht und heute nehme ich Distelöl. Das ist bestens geeignet zum Frittieren. Ansonsten geht, denke ich, auch Rapsöl. Schaut auf jeden Fall, ob es zum Frittieren geeignet ist. Und das muss halt eben geschmacksneutral sein, das ist ganz klar. Und jetzt ganz, ganz, ganz wichtig, wie lange muss ich das frittieren? Es ist echt immer unterschiedlich, selbst bei mir jetzt. Also die ersten haben, glaube ich, 1,5 Minuten gebraucht, dann gingen die anderen, waren nach einer Minute schon fertig. Ihr müsst immer schauen. Ich zeige euch jetzt hier auch mal Beispiele. Die hier sind ein Ticken zu dunkel gewesen. Es kommt auch wirklich echt auf 2-3 Sekunden an, ne? Und den perfekten Donut habe ich hier. Kannst vielleicht auch noch mal scharf stellen, dass man das, also das ist meiner Meinung nach der perfekte Donut. Schön hell, nicht zu dunkel. Das Öl darf eben nicht zu heiß sein, dass das Fett eben nicht den Donut verbrennt. Es darf nicht zu kalt sein, damit der Hefeteig das Ganze nicht einzieht. Und was wir auch gezeigt haben, du hast wahrscheinlich die Stäbchenprobe schön aufgenommen, Hamza. Das heißt, tut einfach einen Schaschlikspieß in euer Öl und wenn ganz langsam Blasen aufsteigen, dann ist es perfekt. Und die Temperatur müsst ihr halten. Immer mal niedriger stellen, mal höher. Ich habe jetzt immer Stufe 5 und 6 genommen und dann sind wir eigentlich auch schon fertig. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Schokoladenguss, ne? Mhm. Darüber freue ich mich schon. Ja, ich mich auch. Ja. Dann wollen wir mal. Ganz klassisch ist ja Vollmilchglasur. Dafür nehmt ihr am besten temperierte Schokolade. Das macht ihr folgendermaßen, ganz easy. Ihr nehmt euch ein Wasserbad, das heißt einfach ein bisschen Wasser im Topf aufkochen lassen, eine feuerfeste Schüssel oben drauf geben, damit ihr euch auch nicht kaputt geht. Da gebt ihr dann 2/3 eurer Kuvertüre rein. Ich nehme natürlich Vollmilchkuvertüre. Ihr könnt auch Zartbitter oder Weiße nehmen. Das lasst ihr dann schmelzen. Sobald es geschmolzen ist, einfach vom Topf herunternehmen, dann das restliche Drittel dazugeben, in der Resthitze schmelzen lassen und zack, habt ihr die perfekte temperierte Schokolade bzw. Kuvertüre. Kein Grauschleier, die glänzt wunderbar, da muss kein Fett oder sowas rein. Und wir können anfangen, die Oberfläche der Donuts ja, einfach da rein zu tunken. Ich nehme mir jetzt einfach mal ein, tunk den hier kurz zur Hälfte rein, lasse ihn gut abtropfen, dann lasse ich das auch nochmal aushärten. Oh, perfekt. So. Und ihr könnt auch bunte Donuts machen, beim Kindergeburtstag zum Beispiel, blaue, pinke, lilane, grüne, alles was ihr möchtet. Und was ich mir überlegt habe, schnappt euch doch gerne Candy Melts, die habe ich auch im Shop, verlinke ich euch, genauso wie alles andere unten in die Infobox. Und die nehme ich jetzt, weil weiße Schokolade ist eher beige statt weiß und Candy Melts sind eben weiß. Mich fragen ganz, ganz viele, wie kriege ich weiße Schokolade hin? Fast unmöglich, aber nimmt dann die Candy Melts. Einmal reintun, ich schmelze das Ganze jetzt gleich in der Mikrowelle und dann habe ich mir überlegt, gebe ich da noch bunte Streusel oben drauf und dann einfach mal schauen, wie es optisch aussieht. Also ihr könnt da ganz wild rum experimentieren. So, jetzt wünsche ich euch ganz viel Freude beim Nachbacken der Donuts, die exakt wie bei Dunkin' Donuts schmecken. Aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Varianten. Es gibt ja Oreo-Donuts, dann gibt es gefüllte Donuts. Was magst du am liebsten? Gefüllte. Mit? Irgendwas mit Vanille bestimmt. Auf jeden Fall. Vanillepudding, Dieses Vanillecreme.
Boston Cream. Oh mein Gott. Wir müssen unbedingt mehr Donutrezepte machen. Also schreibt mir gerne in die Kommentare, was nicht fehlen darf. Also dann zeige ich euch auch die Füllung und das Äußere und alles drum und dran. Fusa, ganz ruhig, Kiki. Auf jeden Fall wünsche ich euch jetzt ganz viel Freude beim Nachbacken. Die schmecken wirklich unglaublich lecker. Die Glasur ist jetzt noch nicht ganz angezogen. Ich gönne mir gleich auf jeden Fall ein paar. Du kannst auch gerne probieren, wenn du möchtest. Ja, natürlich. Mach mir doch nicht die Mühe, damit ich nur einen einzigen esse und dann, ja, ich bin satt. Nein, das gibt's bei mir nicht. Wir probieren am besten gleich. Wir probieren auf Instagram, okay? Wenn ihr uns auf Instagram noch nicht folgt, ganz dringend einmal nachholen. Da seht ihr dann immer Teaser, was es bald so gibt. Und ja, ansonsten wünsche ich euch zum 3. Mal, sage ich ja schon, ganz viel Freude und bis zum nächsten Mal. Ciao! Boah, ich weiß, man lobt sich selber nicht. Das macht man nicht. Irgendwie gehört sich das nicht. Aber ganz ehrlich, die schmecken besser als bei Dunkin' Donuts. Die schmecken einfach nur so gut. Unbedingt nachmachen. Wer das nicht nachmacht, selber schuld.